Rot 2004, das war ja genau 2024, das wird glaube ich nichts, 2025. Aber nochmal eine Rettungsinsel möchte ich tatsächlich nicht. Das ist ein ganz schönes Erlebnis. Und ich drehe mich um und sehe zwei Gesichter und denke, die hast du schon mal irgendwie gesehen. Die kennst du irgendwie. Es ist erschreckend einfach eigentlich, auch wenn wir 3 Jahre unterwegs waren. Man kommt super schnell eigentlich wieder in den Alltag rein. Heute nehmen wir euch mit auf die Boot 2025. Unser Besuch stand schon lange fest. Der Termin war ausgesucht, das Hotel war gebucht. Bei einem Programmcheck haben wir festgestellt, dass am 18.01. sehr viele spannende Vorträge sind. Deshalb haben wir einfach unsere komplette Reise über den Haufen geworfen und so machen wir uns am 18.01. auf den Weg nach Düsseldorf mit diesem Programm. Und was daraus geworden ist, das seht ihr jetzt. Ich schaue dann nach, ich muss dann durch die Achterkabine durch, um im Heckbereich da den Ruderbereich zu inspizieren und räume da alles frei als Einheitssegler auf einer kleinen Bavaria 34, da hast du auch die Achterkabine natürlich voll gestopft mit allem, was man so braucht natürlich. Und räume das so raus und so, bin so halb durch und dann höre ich schon das Wasser rauschen. Drehe mich in meinen Salon um und da schwimmen schon die Bodenbretter auf, also Wassereinbruch. In dem Moment ging es dann nur noch darum, jetzt erstmal das Wasser zu bekämpfen, habe dann die Bildsprumpe angeschmissen, die 12 Volt Bildsprumpe, habe noch eine 220 Volt Pumpe mit installiert. Ich habe ja permanent 220 Volt an Bord durch einen Inverter und Lithium-Batterien. Ja, das ist hier nochmal ein schönes Bild. Man meint immer, man hat dann mit 3 Pumpen an Bord, wollte noch die dritte holen, da ist man ganz gut ausgestattet. Rot 2004, das war ja genau 2024, das wird glaube ich nichts, 2025. Wer uns folgt, weiß, wir sind heute nur zu Besuch. Und wir wollten uns heute ganz viele Vorträge angucken und ganz viele Leute treffen und mit ganz vielen Menschen reden. Wen wir alles getroffen haben, das zeigen wir euch jetzt. Einer der ersten Anlaufpunkte auf der Boot ist für uns natürlich immer der Stand vom Transocean. Der Transocean ist ein Seglerverein von Langfahrern für Langfahrer. Am Stand von Transocean kannst du nicht nur nette Langfahrer und Segler treffen. Hallihallo. Wenn man vom Teufel spricht. Danke. Wenn du Glück hast, kannst du auch auf bekanntere Segler treffen, wie zum Beispiel Burkhard Pieske, der hier mit uns am Tisch sitzt. Also wenn du Langfahrer bist oder auf lange Fahrt gehen möchtest, schau dir den Transocean mal an. Es ist von uns wirklich eine große Empfehlung. Unser Ziel war ja heute, Leute zu treffen und uns zu unterhalten. Und das ist uns tatsächlich auch gelungen. Unter anderem haben wir den Martin getroffen, der ja jetzt auch eine Amel hat, nachdem er mit seinem vorherigen Boot leider untergegangen ist. Genau in der Zeit, wo wir unsere Amel überführt haben, waren wir auf dem Golf du Lion 3 Tage offline und ja, ich schalte das Handy ein, als ich wieder Netz hatte und das Erste, was ich sehe, ist, Martin ist untergegangen. Spannende Geschichte, vielleicht hat der ein oder andere das ja schon gesehen oder gelesen, er hat ja jetzt auch ein Buch und mit dem haben wir uns unterhalten. Martin, nochmal die Frage stellen. Du hast vorhin bei dem Vortrag erzählt, da wurdest du gefragt, ja, dein Boot ist untergegangen. Wie hat dich das verändert? Oh, wir sind ein Boot untergegangen, die hat mich nicht verändert. Aber das scheint wirklich so zu sein. Als optimistischer und positiv denkender Mensch, der mehr nach vorne als nach hinten schaut, ja, da hakst du das doch oberflächlich erstmal relativ gut ab. Ja. Aber so nach einem Jahr, ich gebe ja auch regelmäßig Vorträge, wird immer wieder daran erinnert, denkt man doch mal wieder drüber nach. Ich glaube, ich bin ein bisschen ernster geworden. Ja. Weiß nicht, ob man mir das abnimmt. Aber nochmal in die Rettungsinsel möchte ich natürlich nicht. Wenn du einmal drin warst, dann weißt du erstmal, wie schrecklich das ist. Ja. Das weißt du vorher nicht. Also die Erfahrung hast du nicht. Das ist schon ein Vorteil, wenn du das erste Mal nicht reingehst.
Aber nochmal eine Rettungsinsel möchte ich tatsächlich nicht. Das ist ein ganz schönes Erlebnis. Dein erstes Mal segeln danach. War das komisch? Hast du, weiß ich nicht, weiche Knie oder irgendwas? Das erste Mal segeln danach. Dazu muss man wissen, wie ich zum ersten Mal danach gesegelt bin. Da war ich mit Sailing Classics unterwegs auf der Rea. Ein 56 Meter langes Schiff, auch eine Catch. Mein erstes Catch-Segeln und danach mit der Comeback natürlich dann ganz viel Seemal. Ja gut, wenn man das, also da habe ich jetzt kein Problem mit gehabt. Und aber auch auf der Comeback, da war das nächste Mal Segeln dann quasi der Sea Trial, also als wir das Boot gekauft haben, dann nochmal auf See das Boot ausprobieren. Nö, das war auch kein Problem. Und das erste Mal alleine? Das erste Mal alleine war auch kein Problem. Cool. Nein, ich bin ja dann von der Türkei aus, bin ich ja dann nicht alleine gefahren, sondern habe meinen Segelfreund Olli mitgenommen. Ja, aber Olli war dabei, ne? Ja, und das war mir tatsächlich am Anfang dann wichtig, weil ich das Boot noch nicht so kannte, dass ich da dann auch nicht ganz alleine unterwegs war, sondern einen Freund mit dabei hatte. Nö, das war auch okay. Also ich habe jetzt tatsächlich, ich hatte jetzt keine Nachwehen oder habe da jetzt irgendwie dran gedacht, Mensch, da bist du untergegangen oder so, überhaupt nicht, gar nicht. Du hast ja jetzt auch eine Amel. Macht die Amel einen Unterschied beim Segeln? Also wenn es jetzt ein anderes Boot wäre, wäre das ein Unterschied. Also der Amel ist ja ein Panzer. Du meinst jetzt wegen der Sicherheit und genau, wegen der Sicherheit. Also es war ja für mich klar, das nächste Boot sollte deutlich robuster sein, Ruderarms, Keck. Und das hat ja die Amel alles. Die Mango, die hat ja damals von der Amel-Werft Werbung gemacht, dass man das gesamte Schiff am Keck aufhängen kann. Das trägt das gesamte Gewicht. Das heißt, wenn da jetzt mal ein Fremdkörper gegen das Ruder oder im Ruderbereich zuschlagen würde, das würde jetzt nichts machen. Auch die Orcas kriegen vielleicht ein Stück aus dem Ruderblatt rausgebissen, aber würden jetzt das Ruder nicht so stark beschädigen, dass das ganze Boot sinken könnte dadurch. Nee, also die Amel ist aus meiner Sicht, also zumindest die Mango, würde ich so als Panzer nicht bezeichnen. Also Panzer war jetzt auch nicht damit gemeint, dass das Boot nicht segelt und sich nicht vorwärts bewegt. Das haben wir ja auch, also wir segeln ja auch bei, was hatten wir, 8 Knoten, 4 Knoten Fahrt. Also das hat die Dufour schon nicht gemacht. Also Panzer war jetzt nicht gemeint, dass das Ding nicht vorwärts geht, sondern dass das halt stabil ist. Das ist ja stabil, ja. Sicher ist. Ja, die Sicherheitsfeatures sind schon ziemlich gut. Man kann ja auch bei der Mango die Vorschiffkabine kann man komplett zumachen. Da ist ein Shot drin. Das heißt, wenn vorne ein Leck ist, dann läuft der vordere Bereich zu oder umgekehrt läuft der hintere zu. Dann gibt der vordere Bereich nur so viel Auftrieb, dass das Boot gar nicht sinkt. Und das sind schon viele Punkte, die gut sind. Ja. Und das Center Cockpit. Ich sag mal, du sitzt ja sehr geschützt, sehr tief da in dem Bereich. Das ist eine Sache. Das ist bei euch ja genauso. Genau, das ist toll. Das ist auch das, was wir richtig dran mögen. Hast du noch was? Nee. Prima. Vielen Dank, Martin. Ach, Ja, danke schön. Viel Spaß. Genau, das der Propellerdurchmesser war 18 Zoll, jetzt haben wir 21. Ja. So, ne? Und das Hast du für Autohelmzeit auch noch ST oder Logge und Lotgeber und sowas da drin? Ja. Es macht wahrscheinlich Sinn, den Loggeber zu übersetzen, weil ein Autopilot steuert besser, wenn er die Logge kennt. Die Geschwindigkeit durchs Wasser. Ich habe ja mit dem Autopiloten nach wie vor Probleme und ich hatte jetzt gerade mit Matthias Busse gesprochen, vom Busse Yachtshop. Und der hatte nochmal super Ideen. Also Ruderlagengeber kann man durchmessen. Das scheint eins der Probleme zu sein, möglicherweise. Aber er tippt eher darauf, dass der Kurscomputer tatsächlich kaputt ist. Das wäre nicht so gut. Und ich habe jetzt auch konkrete Hinweise, wie ich den Kompass messen kann. Und zwar der Kompass, wenn man einen Kreis fährt und er überspringt einen Quadranten, also praktisch 90 Grad. Das ist ein Hinweis darauf, dass der Kompass im Eimer ist. Und hinten beim Ruderlagengeber kann man messen. Das müsste eigentlich 12 Kiloohm sein. Und je nachdem, was man da misst, kann man dann das näher eingrenzen. Also da habe ich jetzt schon mal gute Hinweise, da kann ich weitermachen und ja, freue mich darüber.
Ich bin jetzt mal kurz draußen. Wir stehen auf dem Presseparkplatz, weil wir ja als Influencer ein Presseticket haben. Und da gehört ein Parkticket dazu. Und man bekommt ein Ticket, aber man muss es zwischen 10 und 18 Uhr umtauschen in ein Ticket, mit dem man rausfahren kann. Aber wir waren vor 10 Uhr drin und wir werden nach 18 Uhr rausgehen. Deswegen muss ich jetzt einmal los und das Ticket tauschen. Und ja, jetzt habe ich mich ein bisschen verlaufen, wollte mit dem Bus fahren. Mir wurde gesagt, der Bus fährt dahin. Nee, fährt er nicht. Jetzt muss ich mich hier durchschlagen, werde es aber irgendwie finden. So, Ticket ist getauscht. Jetzt geht es darum, wieder reinzukommen. Und mal noch gucken, was auf der Messe noch so los ist. Wir waren gerade an einem Vortrag gestanden und haben uns so ein bisschen zugehört und umgeguckt und ich drehe mich um und sehe 2 Gesichter und denke, die hast du schon mal irgendwie gesehen. Die kennst du irgendwie, muss ich noch mal gucken und die gucken zurück und ich gucke hin und ich gucke zurück und irgendwann so, Manatees, guck mal, da sind die Manatees. Haben wir die beiden von Seeling Manatee getroffen. Die sind ja jetzt seit, ich glaube, circa einem Jahr wieder zurück in Deutschland und haben ihr Boot in Neuseeland verkauft. Und André, erzählt euch mal ein bisschen was dazu. Wir haben ihn mal gefragt, wie das eigentlich jetzt für sie ist und wie sich das für sie anfühlt. Ihr seid ja jetzt wieder gut in Deutschland angekommen und mich hat ja interessiert, wie gut seid ihr angekommen? Fühlt ihr euch hier wohl? Ihr wart lange unterwegs, ja. Ihr hattet euren eigenen Rhythmus. Ja. Und wie ist das jetzt für euch? Also es ist erschreckend einfach eigentlich, auch wenn wir 3 Jahre unterwegs waren. Man kommt super schnell eigentlich wieder in den Alltag rein. Ich bin schon wieder direkt in die Arbeit gerutscht. Wir haben wieder eine Routine, das wollten wir auch mit dem Kleinen, haben wir direkt natürlich das nächste Abenteuer gestartet. Ja, klar. Also es ist nicht langweilig jetzt, sondern wir sind ganz froh, dass wir wieder so ein bisschen Alltag haben. Ja. Die Reise fängt jetzt auch schon wieder an, so ein bisschen fern zu wirken. Ja. Nichtsdestotrotz natürlich jetzt mit den kalten Temperaturen guckt man sich gerne auch wieder die Videos und die Bilder an. Kann ich verstehen, ja. Ja. Aber ihr habt weiterhin die Pläne, ne? Ihr hattet es ja in einem der Videos gesagt, ihr macht Pause und wollt dann auch wieder anfangen. Du hattest jetzt gerade gesagt, du denkst auch wieder über ein Boot nach. Also ich denke natürlich wieder über ein Boot nach. Wir sind natürlich mit dem Segelvirus auch infiziert, aber es wird natürlich erstmal ein kleineres Boot. Ja. Also ich denke da an ein trailerbares Boot für Holland. Ja. Klein, auch super toll irgendwann dann so die Kanäle entlang, ein bisschen angeln in Holland. Und ja, aber früher, später dann in etlichen Jahren dann dazu schon wieder vielleicht zu Beginn ein größeres Boot holen, Pläne schmieden, habe ich natürlich im Hinterkopf und würde mich auch wieder freuen. Also ich hätte Bock drauf. Ja. Ja, ich drücke auch die Daumen. Ich finde das toll, dass ihr so gut angekommen seid. Danke schön. Ist vollkommen verständlich, dass ihr andere Themen jetzt habt. Ja. Ich wünsche euch alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder auf dem Wasser. Ja, definitiv. Ne? Danke, André. Ja, gerne. Mir war es heute ganz besonders wichtig, Leute zu treffen, und zwar die Zuschauer, die uns angucken und warum sie uns angucken und auch so ein bisschen mitzukriegen. Also es haben mehrere Leute gesagt, naja, ihr habt echt ein blödes Jahr hinter euch, es ist viel kaputt gegangen und man hat es euch angemerkt und das stimmt natürlich und gleichzeitig haben sie uns auch gesagt, sie gucken uns deswegen an, weil wir das eben auch mitbringen und nicht rausschneiden. Ich freue mich, dass das ankommt, weil wir wollten das so und es ist schön, wenn es euch gefällt. Ja, jetzt gibt es ja auch seit gestern einen Technikkanal, da haben sich auch mehrere Leute drüber gefreut. Falls ihr das noch nicht kennt, dann schaut da gerne mal rein. Das Hafenkino Technik heißt der und ja, ist seit gestern online. Da wird es dann nur um Technik und Reparaturen gehen. Mir fällt im Vergleich zu den letzten Jahren dieses Jahr wirklich auf, dass in jeder Halle es recht viele leere Flächen gibt. Das ist tatsächlich ungewohnt, also auch hier jetzt. Im Vergleich dazu sind heute gefühlt unheimlich viele Leute da. Also das ist, glaube ich,
der vollste Messetag, den ich auf der Messe in Düsseldorf je hatte. Ich hatte halt so ein bisschen die Sorge, dass dieses Jahr insgesamt weniger los sein wird. Und es ist schade, dass ein paar Aussteller nicht da sind, dass die Hallen insgesamt ein bisschen leerer sind. Aber wenn die Stimmung gut ist, ist das doch schön. Jetzt wissen wir auch, wie es euch geht, wenn ihr uns über den Weg lauft. Ja, so genau. Habt die doch schon mal, ich kenne doch das. Das sind sie doch, oder? Das ist doch der Dings, das ist doch der Dings vorne. Genau. Sag, bist du's? So ging es uns eben mit den Manatees vorhin auch und das finde ich ganz witzig. Ja, und an der Stelle auch nochmal, weil wir das teilweise mitbekommen, wenn ihr uns trefft, sprecht uns an, wir freuen uns darüber. Wir wollen euch kennenlernen, wir wollen wissen, warum ihr uns guckt und auch eure Geschichten hören. Und dabei ist es egal, ob du auf der Alster segelst oder auf der Nordsee oder im Mittelmeer oder weltweit unterwegs bist. Die Geschichten sind immer spannend. I'm happy with this. This is what I wanted. Nothing more. That's it. Yes. So this is what I want, cold adventures up in the north. And I have been seeking it for many years. I'm going to tell a little story about my life from I was a little child and how I got into sailing, how it all ended up on my YouTube channel. Nach Hause geht's. Was ich ja mal ganz spannend finde, wir haben Leute getroffen, die uns schon unterwegs viel geholfen haben. Unter anderem der Stefan von der Solvig. Der hatte uns oder mir damals den Tipp gegeben, dass das der Entlüfter ist, warum ich Salzwasser im Motor habe. Und bitte 1200 Meter dem Straßenverlauf folgen. Und wir haben die zwei vom Walross getroffen. Das fand ich total lieb, weil die verschenken immer kleine Walrösser und wir haben ein Walross und wir haben dann später noch die zwei vom Blue Horizon getroffen. Die haben das allererste Walross bekommen. Das fand ich total lustig. Man kennt Leute, man trifft sich aber wieder neu und das finde ich ganz spannend. Also hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Wir haben viele Leute getroffen und haben schön uns unterhalten und mal gucken, wie es nächstes Wochenende wird. Mal sehen. Und finden den Ausgang nicht. Ja. Ich fahre jetzt hier schon zum 5. Mal im Kreis und ich weiß nicht, wo es rausgeht. Tja. Muss doch irgendwo Ausgang stehen. Eigentlich schon, sollte man meinen. Ne? Fahr halt mal jemand anderen hinterher. Deswegen ist vorhin wahrscheinlich einer runtergefahren. Ausgang muss ja unten sein. Ausfahrt stand da eben, ne? Wo stand da Ausfahrt? Oben auf dem Schild. Ja, das hilft mir jetzt super weiter, ja, danke. Das tut mir leid. Ausfahrt, Exit, Ausfahrt, da steht ja, Ausfahrt Lungs, da bin ich vorhin auch hinterher gefahren und dann bin ich irgendwann im Kreis gefahren. Ja, Exit, Ausfahrt, da runter? Ja, ich weiß, ich bin da vorhin schon gefahren. Ja. Bitte 1200 Meter dem Straßenverlauf folgen. So. Ausfahrt Exit, links. Ausfahrt. So, wahrscheinlich geht es hier vorne runter. Exit, Ausfahrt. Gut, dann fahren wir hoch. Exit, Ausfahrt steht da. So. Steht da irgendwo Ausfahrt? Ja, da vorne steht ein Schild Ausfahrt und da geht es in die Richtung Ausfahrt. So. Und da, was steht da drauf? Ausfahrt rechts. Ah, Ausfahrt. Ja, gibt keine Zwischenausgänge. Muss tatsächlich ganz hochfahren, um rauszufahren. Das ist ja crazy. Die Düsseldorfer. Sorry, dass man mit der Karte auch tatsächlich rauskommt.
Ah.